Wir sind hier in Meran. Meran ist eine der 7 Städte und mittlerweile 8 Städte Südtirols. Und Sie müssen sich vorstellen, die Bevölkerung teilt sich fast genau 50:50 in italienischsprachige und deutschsprachige Einwohner auf. Das Besondere im Land Südtirol ist, dass die Amtssprache zweisprachig ist. Also es gilt die deutsche Sprache als Amtssprache und auch die italienische Sprache. Und es gibt eine deutschsprachige Schule und eine italienischsprachige Schule. Das Besondere ist, dass beide Schulsysteme sozusagen parallel nebeneinander bestehen. Also beide Schulen haben eine eigene Schulordnung, eine eigene Verwaltungsstruktur, bekommen im Landeshaushalt eigene finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt und besonders auch trotz der Muttersprache die freie Schulwahl. Das bedeutet, dass unabhängig davon, ob meine Eltern deutscher oder italienischer Muttersprache sind, ich als Schülerin das Recht habe, mich in eine der beiden Schulen einzuschreiben. Und man kann sich das so vorstellen, dass an der deutschsprachigen Schule wir vereinzelt Schüler eingeschrieben haben, deren Eltern eigentlich zur italienischen Sprachgruppe gehören. Mi chiamo Jan, vengo da Merano e ho 14 anni. Frequento la seconda I e ho scelto questa scuola perché i miei genitori sono tutti e 2 italiani e non hanno avuto la possibilità di studiare il tedesco. Per questo hanno deciso di mandare me alla scuola tedesca e dalle medie in poi ho deciso di continuare col tedesco perché è importante sapere il tedesco qui in Alto Adige. Le lezioni qua sono principalmente in tedesco, tranne italiano e inglese ovviamente, e italiano non ho difficoltà, è tutto molto più facile, è come ripetere tante cose e magari per altri miei compagni è più difficile perché non hanno avuto la possibilità di studiare italiano bene. Con i miei amici, io ho amici italiani che alcuni frequentano anche la scuola tedesca, ma quando ci esco parliamo più volte in italiano, magari ci sfugge qualche parola in tedesco perché siamo abituati. E qua a scuola parlo sempre tedesco, tranne forse con alcuni compagni italiani, se no tutto in tedesco. So, mein Name ist Nives Liguori, ich komme aus Marling, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater kommt ursprünglich aus Salerno und genau, meine Mutter ist von hier, also Marling wohne ich. Und genau, also diese Schule habe ich in erster Linie ausgewählt wegen der Musik, weil mir die Musik sehr wichtig ist und in dieser Schule kann ich einfach meinen Hobbys genauer nachgehen. Ich habe entschieden, auf eine deutschsprachige Schule zu gehen, weil es nicht sehr viele Optionen für diese Richtung mit Musik im italienischen Sprachraum gibt. Und genau in dieser Schule habe ich mich schon immer sehr wohl gefühlt. Grundsätzlich kann man schon wahrnehmen, dass den Familien und den Eltern die Bedeutung des Erwerbs der jeweils anderen Landessprache durchaus bewusst ist und dass sie aus diesen Gründen für ihre Kinder sich dann überlegen, möglicherweise auch schon ganz von Beginn an, also vielleicht vom Kindergarten an schon, diese Laufbahn in der jeweils anderen Landessprache absolvieren zu lassen, weil sie davon ausgehen, dass sie ihren Kindern und den Jugendlichen dann später eben zusätzliche Türen öffnen. Ich unterrichte an der Schule hier Humanwissenschaften. Um das machen zu können, habe ich in Innsbruck Psychologie studiert. Das ist etwas, was viele Südtirolerinnen und Südtiroler machen, dass sie in Österreich eben in der deutschen Muttersprache studieren. Das ist dadurch auch erleichtert, dass es ein bilaterales Abkommen zwischen Österreich und Italien gibt, das die Studientitelanerkennung wesentlich erleichtert. Ich habe dann im Anschluss daran, weil das in Italien eben auch Voraussetzung ist, eine Staatsprüfung nochmal über dieses Studium abgelegt. Auch da gibt es die Möglichkeit, das in deutscher Sprache zu machen. Also da musste ich dann nach Triest eben und konnte diese eigentlich italienische Staatsprüfung in deutscher Sprache ablegen. Wir unterrichten sozusagen alle Fächer in deutscher Unterrichtssprache. Das bedeutet auch, dass sich die Lehrpersonen zur deutschen Sprachgruppe zugehörig erklärt haben. Und umgekehrt
gilt dasselbe für die Italienischlehrer. Mein Italienischlehrer, der das Fach Italienisch unterrichtet, muss sich, das ist eine grundsätzliche Voraussetzung, der italienischen Sprachgruppe zugehörig erklärt haben. Das bedeutet auch, wir gehen davon aus, dass das ein muttersprachlicher Unterricht ist. Wir sprechen heute, im Englischen würden wir sagen, das sind diese sogenannten Native Speaker. Zum anderen müssen wir auch verstehen, dass unsere Alltagssprache eigentlich sehr wohl eine deutsche Sprache ist, aber wir sprechen eigentlich einen Dialekt. Und somit ist auch der Erwerb der Hochsprache bereits ein weiterer Spracherwerb. Zum Beispiel an meiner Oberschule wird im Unterricht, im Deutschunterricht, dieses Sprachbewusstsein geschaffen, dass wir einen Dialekt haben, dass wir eine Hochsprache haben und dass wir eine zweite Landessprache haben. Ich bin die Nadia, ich bin 18 Jahre alt und ich besuche jetzt die 5. Klasse im Sozialwissenschaftlichen Gymnasium mit Landesschwerpunkt Musik hier in Meran. Und ja, wichtig ist mir an der Schule, also wieso ich die Schule gewählt habe, ist eben die Humanwissenschaften und eben mit Landesschwerpunkt Musik, weil ich sehr musikalisch bin und das eben mit den Humanwissenschaften ein bisschen verbinden wollte. Also da ich jetzt mit Landesschwerpunkt Musik bin, kommt der Italienischunterricht sehr kurz, weil Stunden genutzt werden für den Musikunterricht und deshalb eine Stunde weniger ist wie andere Fachrichtungen, zum Beispiel Sport oder das normale Sozialwissenschaftliche. Deshalb haben wir eine Italienischstunde weniger und das kommt ziemlich kurz. Also vom Italienischunterricht in der Woche merke ich eigentlich nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Generell im Alltag muss ich sagen, da ich in eine Stadtschule gehe, komme ich mit der italienischen Sprache jeden Tag in Kontakt. Aber jetzt nicht so auffallend. Also ich spreche eigentlich wirklich die ganze Zeit fast gleich Deutsch. Was noch ein schönes Projekt ist, das ist das sogenannte Zweitsprachenjahr. Das bieten wir in der 4. Klasse der Oberschule an. Und dort besuchen oder haben Schülerinnen die Möglichkeit, ein Jahr an einer italienischen Schule zu besuchen. Also wir schließen ich schließe als deutschsprachige Schule ein Abkommen mit einer italienischsprachigen Schule, die von der Ausrichtung einem Gymnasium gleichkommt. Und mein Schüler besucht dann ein Jahr an dieser italienischen Schule, taucht dort total in diese Sprache ein, hat alle Unterrichtsfächer in dieser zweiten Sprache und erlebt auch diese Kultur, der italienische Kultur, die doch etwas anders ist als unsere deutsche Kultur.